FIFA 20 Karrieremodus-Konzept Teil 5. Endlich richtige Pressekonferenzen. Moinsen, liebe Freunde, mit dem wunderschönen Sonnenuntergang, den nehmen wir jetzt hier mal mit. Ich bin hier Coach Diko und zum allerersten Mal nach 3 Jahren FIFA News Season gibt es bei der FIFA Pre-Season 2019 ein ganz neues Format, FIFA 20 Karrieremodus Konzept. Teil 1 und den letzten Teil und so weiter guckt ihr euch bitte, wenn ihr noch nicht gesehen habt, unter Infokasten mal an. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Dann seid ihr auf jeden Fall auch auf dem neuesten Stand und wisst auch, um was es hier in diesem ganzen Thema gehen wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, heute was vorzustellen, auf das ich richtig Bock hätte und mir auch so ausgedacht habe, dass es nicht manchen Leuten zu nervig wird. Es geht um richtige Pressekonferenzen. Lass uns also reinsteigen in Teil 5 und ich habe noch mal kurz für euch den Rückblick. Wir sind ja aktuell in den letzten Teilen in der Abteilung Büro gewesen. Wir haben uns also das Büro komplett angeschaut, was da so alles so möglich ist. Wir waren in der letzten Folge unter Kalender, haben Freundschaftsspiel bei Bayern angefragt und so weiter. Und jetzt sehen wir hier hinter mir, wir haben diesen wunderschönen Sonnenuntergang-Effekte mit der Jalousie, sehen wir Pressekonferenzen. Gehe zu einer offenen Pressekonferenz und beantworte Fragen. Und da seht ihr Bömmelge 1, das heißt, wir haben eine offene Pressekonferenz. Dann lasst uns doch mal reinklicken und ich erkläre euch, was ich mir da Geiles überlegt habe. So, wir sind jetzt im Untermenü, wie ihr seht, Büro, Presse. Ja, wir haben einmal 2 Tabs, einmal aktuelle Pressekonferenz, Pressekonferenzen nachlesen. Was haben wir unter Pressekonferenzen nachlesen? Könnt ihr euch bildlich ein bisschen vorstellen, wenn ich das kurz so erkläre. Da geht es einfach um alte Pressekonferenzen, die ich beantwortet habe, die können wir aber nochmal lesen oder wie Medien darüber geschrieben haben. Oder was auch geil ist, was ich mir so überlegt habe, ist, dass auch gerenderte Pressekonferenzen von deinem nächsten Gegner da auftauchen. Zum Beispiel wird Bayern eine Pressekonferenz über dieses Freundschaftsspiel machen und das können wir auch lesen. Ich habe mir überlegt, ob jetzt nur Pflichtspiele drin sein sollten, würde es wahrscheinlich vom Realismus irgendwie, ja, würde mehr Sinn machen, ja, dass man einfach nur Pflichtspiele hier drin macht. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, als Beispiel in diesem Konzeptvorstellung lasse ich jetzt mal dieses Freundschaftsspiel hier drin. Das heißt, rein theoretisch müsste hier bei nächste geplante PK, müsste nicht Montag, der 9. Juli sein mit eventuell Anfrage, Freundschaftsspiel Kaiserslautern gegen Bayern, sondern eigentlich müsste es heißen Kaiserslautern gegen 1860 München, Eröffnungsspiel 3. Liga. Das wäre dann die nächste geplante PK und dann wird natürlich da auch so sein, dass ich Fragen beantworte und 1860 München auf ihrer Seite und die könnte man rein theoretisch bei Pressekonferenzen auch nochmal nachlesen, ansonsten eben unsere PKs nachlesen. Oder eben eine Sache, Co-Trainer-Antworten nachlesen. Da kommen wir jetzt gleich noch zu. Ihr seht hier ein Bild wieder von PES 19, das ich genommen habe und ich habe mich da ja erstellt, weil da gibt es ja einen Manager-Editor und habe einfach PSG ausgewählt und habe dann einfach den Hintergrund umgebastelt und so weiter, dass man das so ein bisschen für euch das Gefühl hat, wir sind jetzt hier bei einer PK von Kaiserslautern. Und was steht da? Trainervorstellung. Starte deine erste Pressekonferenz. Drücke X, um die Pressekonferenz zu starten. Machen wir auch gleich. Ich möchte nur kurz auf ein paar Punkte eingehen. Ihr müsst euch diese Pressekonferenz so vorstellen, dass die Frostbite Engine, ja, dass die so wie in den letzten Karrieremodus wirklich jetzt eine Bewegungsvideo hier generiert und nicht einfach irgendwo stehen bleibt, sondern es ist Flüssigkeit da. Also der Deko hier bewegt sich die ganze Zeit, die Kameras blitzen die ganze Zeit, der Typ hier bewegt sich auch. Also die bewegen sich kontinuierlich, die bleiben nicht irgendwann stehen oder so. Und ihr seht auch gleich, ich habe als Beispiel, weil ich ja keine Bewegtbilder habe, ne, ich habe als Beispiel gleich andere Bilder drin, wo wir dann einfach uns so ein bisschen Kopf machen können oder zumindest die Vorstellung haben können, so meint das Diko, dass die Kamera sich immer mal bewegt auf einen Reporter, der dann irgendwie Mundbewegung macht, reden kann er ja nicht richtig, dass wir irgendwie eine Nahaufnahme von den Mikros machen oder von Dikos Händen oder von seinen Augen oder dann wieder nah und dann wieder von rechts und wieder von links. Wisst ihr, was ich meine? Dass wirklich so ein bisschen Bewegung in diesem kleinen Bildschirmfenster hier einfach am Start ist. Jetzt ist noch ein stilles Bild, aber es bewegt sich dann gleich, wenn ich X drücken würde. Dann würde so ein bisschen losgehen, das Ganze. Ihr seht also,
aktuelle offene Pressekonferenz ist hier. Next, oder man hätte auch offen hier hinschreiben können. Aktuelle Pressekonferenz. Sie sind unser neuer Trainer. Herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Unsere Besprechungen waren erfolgreich und dies werden wir nun veröffentlichen und sie offiziell vorstellen. Die Presse möchte gerne nun ihre Ziele, Ideen und mehr erfahren. Ja, und ich habe ja gerade eben schon erwähnt, nächste geplante PK gegen die Bayern. Da möchte ich eine Sache sagen, es gibt ja viele Zocker, die sagen, oh Nico, ich habe jetzt keinen Bock, andauernd Fragen zu beantworten von Spiel zu Spiel, das nervt mich. Deswegen hier nochmal der Hinweis, man kann bei den Pflichtspielen, ja, zum Beispiel 18 München und so weiter, kann man auch einfach hier später unter Dreieck den Co-Trainer sagen, er soll es beantworten. Man kann aber noch heftiger sein und sagen, ich will gar nicht mehr unter Pressekonferenz gehen. Ich gehe einfach unter Einstellungen, unter Co-Trainer zuordnen und sage, der Co-Trainer soll bitte alle Pflichtspiele bitte immer beantworten, ich habe da keinen Bock drauf. Hat dann natürlich keinen Einfluss auf deine ganzen Balken hier, aber du kannst die Balken auch nicht verbessern so wirklich. Das heißt, sie bewegen sich noch langsamer. Deswegen wäre es immer ganz schlau, irgendwie das natürlich mitzumachen. Auch ich würde in diesem Fall natürlich ganz oft auch mal sagen, Co-Trainer, ich habe da gar keinen Bock drauf und so weiter. Also die Pflichtspiele gehen. Diese Pressekonferenz hier, starte deine erste Pressekonferenz, ist eine individualisierte Pressekonferenz, auf dich bezogen, die kannst du nicht wegklicken, die musst du machen, weil sie komplett auf dich bezogen ist. Dann gibt es immer so Ausnahmen wie eine Krisensitzung oder du verlässt den Verein oder eine Vertragsverlängerung oder Anfrage eines Vereins. Das sind so kleine individualisierte PKs, die ab und zu oder selten vorkommen, die du nicht dem Co-Trainer geben kannst oder wegklicken kannst, weil sie einfach auf dich bezogen sind und einfach wichtig sind. Aber so diese kleinen Nebensachen, wie war jetzt irgendwie dieses Testspiel oder eben alles rund um dieses Pflichtspiel und so weiter, ist dann natürlich nicht so relevant für das Spiel und deswegen kann es der Co-Trainer machen. Nur, dass wir schon mal so ein bisschen darüber geredet haben, ne? Wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir starten diese PK, dann klicken wir jetzt einfach mal auf X. Ich hole mal meinen Controller, ich drücke da mal auf X, Leute. So, X. Und da seht ihr jetzt, 10 Fragen werden mir heute gestellt. Die erste ist jetzt also am Start. Ich habe 3 Fragen vorbereitet. Wir müssen jetzt nicht alles durchgehen, das ist Schwachsinn. Die erste Frage von den Medien ist, die Fans wünschen sich eine Verbesserung der Finanzlage. Doch ihre Ziele sind etwas anders ausgelegt. Das führt dazu, dass sie gerade mal eine Fanbeliebtheit von 28% haben. Warum haben sie sich so entschieden? Ihr merkt also, wie schon ich erwähnt hatte in dieser Serie, ich habe mich inspirieren lassen von dem Sega Football Manager 2019, wo diese Texte unfassbar gut zur aktuellen Situation angepasst sind. Also sehr, sehr gut. Wenn ich jetzt irgendwie meine Sponsorings und meine Zielsetzung anders ausgelegt hätte bei Vereinswahl, dann wäre ich vielleicht jetzt bei 33% Fanbeliebtheit und die würden hier ganz andere Frage stellen oder ganz anders formulieren und das wäre echt geil, wenn sowas kommt. Ja, ich habe jetzt die Chance eben hier zu beantworten. Ich werde im Laufe der Saison den Fokus mehr auf Finanzen legen. Ich möchte, dass der Verein eine stabile sportliche Leistung bekommt und mit dem Aufstieg steigen auch die Finanzen. Diese Frage möchte ich gerne so beantworten, kann aber auch, wenn ich möchte, für mich zählt aktuell einfach nur die Jugendarbeit. Damit wird der Verein weiter wachsen. Also ich entscheide mich aber für B hier in diesem Fall. Übrigens habe ich hier bei diesem Bild hier ein bisschen was gespoilert, was ihr im Laufe dieser Serie noch erfahren werdet. Mehr sage ich mal noch nicht. Ja, also ich sage jetzt mal mit X bestätigen, ich möchte gerne, dass diese Frage beantwortet wird. Und übrigens hier habe ich es auch mal reinprogrammiert, wie ich gerade sehe. Habe ich hier gerade noch erzählt. Ihr seht hier, Co-Trainer beantworten lassen. Geht nicht, weil es eine individualisierte Pressekonferenz ist. Wenn ich jetzt rein theoretisch wieder über Bayern hier spreche, in dieser Konfi bin und habe da 7 oder 5 Fragen und da gibt es jetzt 2, 3 Fragen, wo ich sage, ach, die jetzt zu beantworten, ich keinen Bock, drücke ich einfach Dreieck, Co-Trainer beantwortet die Frage und ich kann sie hier nochmal auch nachlesen, wenn ich es irgendwie nicht mitbekommen sollte. Ja, also wir gehen jetzt mal zur zweiten Frage und die ist jetzt hier, übrigens jetzt kein echtes Bild hier, das ist einfach von so einem NBC-Reporter oder so, das habe ich einfach reingebaut, dass ihr einfach diese Idee bekommt. Das macht jetzt die Frostbite Engine, eine 3D-Grafik, die einfach wirklich, aber auch nicht nur immer den gleichen Reporter zeigt, sondern wirklich mal so 10, 15 verschiedene Game-Faces oder so gibt, Frau, Mann, Jung, Alt, dass man einfach ein bisschen das Gefühl von Abwechslung hat, weil es ist so schnell monoton, dieses Spiel, es ist so unfassbar monoton, FIFA. Wirklich, es hat viel Spektrum, es hat viele Modi, es hat viele Möglichkeiten, aber wenn es eins nicht ist, ist es flexibel und weit gebreitet. Da muss ein bisschen mehr Action passieren. Ja, und jetzt haben wir hier diese Frage von diesem Reporter. Sie wollen keine neuen Spieler verpflichten. Das haben sie als Ziel veröffentlicht. Warum haben sie sich so entschieden?
Ja, und dann gibt es hier diese 3 Antwortmöglichkeiten. Ich habe vollstes Vertrauen in meine aktuelle Mannschaft. Diese wird unser Saisonziel erreichen. Ich möchte gerne etwas einsparen, um die Finanzlage des Vereins zu stabilisieren. Und ich möchte gerne beantworten, ich werde den Kader mit unseren Jugendspielern erweitern. Wir haben gute Jugendspieler im Nachwuchszentrum. Und jetzt kommen wir zum spannenden Punkt, liebe Freunde. Ich habe jetzt 2 Fragen, 2 Antworten euch präsentiert. Jetzt achtet mal hier auf diese Balken hier. Da haben wir Vorstand mit Jobsicherheit, wir haben Fans mit Jobsicherheit und Fanbeliebtheit, wir haben Moral und Vertrauen und wir haben Medienbeliebtheit. Es gibt noch weitere Balken, die sind alle abrufbar unter Vorstandserwartungsabteilung bei Büro. Und wenn ich jetzt mal nochmal zurück zur ersten Frage gehe und achtet mal auf dieses linke Feld hier, achtet mal da drauf. Guck mal, was da passiert. Da bewegt sich was, weil ich habe einfach mal registriert oder reinprogrammiert, wie wäre es, wenn ich diese Frage auswähle. Ich kann jetzt rein theoretisch, ich habe es jetzt nicht programmiert, oh, doch habe ich sogar, bei der dritten Frage. Guck mal, wenn ich jetzt hier bei der dritten Frage durchgehe, ne, dann seht ihr schon, ich kann ohne bestätigen schon mal gucken, was für eine Auswirkung wird diese Frage haben. Natürlich kann man dann dadurch ein bisschen manipulativ natürlich schauen, wie man am besten antworten sollte. Man könnte natürlich auch sagen, nee, Dico, mach lieber so, dass man erst die Veränderung sieht, wenn man geklickt hat, weil so ist der Schwierigkeitsgrad höher. Kann man natürlich auch so machen. Damit bin ich absolut einverstanden. Aber sagen wir mal, wir machen jetzt hier diese Antwort. Dann seht ihr ja schon mal die Jobsicherheit. Guck mal, die ändert sich hier. Der Vorstand zum Beispiel, ne? Kriegt ihr vielleicht hier mit, der ist jetzt plötzlich nicht mehr bei 70%, sondern bei 73%, weil ich diese Frage so beantwortet habe, weil sie es gut finden, dass ich über einen Aufstieg rede. Die Jobsicherheit von den Fans sinkt ein bisschen, weil ich nicht so ihr Ziel oder ihr Wunsch verfolge, nämlich Finanzen, so ein bisschen, deswegen sinkt es auch nur ein bisschen. Und die Fanbeliebtheit sinkt hier auch nochmal um 25%, aber weil ich meinem Team das Vertrauen gebe, steigt Moral und Vertrauen bei Team um 3%. Wenn ich jetzt die zweite Frage nehmen, guck mal, wie sich dann hier so ändert. Da sage ich ja, ich werde den Kader mit unseren Jugendspielern erweitern. Wir haben gute Jugendspieler im Nachwuchsleistungszentrum oder im Nachwuchszentrum in dem Fall. Seht ihr schon, wie sich das wieder hier ändert. Wir haben plötzlich Jobsicherheit beim Vorstand 74%, also gerade hatten wir noch 73 bei der ersten Frage, jetzt haben wir 74%. Bei Jobsicherheit sind wir jetzt hier bei 75 auf 76%. Fanbeliebtheit steigt von 25% auf 27%. Wir fangen immer bei 30% eine neue Speicherung an bei Fanbeliebtheit, bei Road to Glory System, wir wollen es da oben boxen. Kritisch wird es unter 15% bei Fans. Dann fangen sie richtig an, auch im Stadion nur noch dich auszupuhen oder sonst irgendwelche Varianten, die in den Medien passieren. Dann wird skeptisch, wo dann vielleicht auch irgendwann der Vorstand das Gefühl hat, okay, auch wenn wir dir das Vertrauen geben, die Fans haben so ein Hate auf dich, wir müssen dich leider entlassen. Ja, also deswegen ist es kritisch, da muss man natürlich am Anfang sehr gut aufpassen, was man da antwortet, ne? Und wir haben dann noch dieses Beispiel hier als Frage, ne? Ihr seht schon, es ist Ihre erste Station als Trainer. Viele Anhänger sind skeptisch, was Ihre Person betrifft. Denken Sie, Sie können mit diesem Druck umgehen? Dann gibt es einmal die Antwort, wir fangen von unten nach oben an. Ich kann die Fans verstehen. Ich werde mein Bestes geben, um den Verein zum Erfolg zu führen. Das ist so diese eher neutrale, typische Antwort. Und da seht ihr schon mal zum Verhältnis zur anderen Antwort, dass da natürlich die Fanbeliebtheit wieder 31% hochgeht. Das Beste, was ich bisher hatte, weil ich eben so neutral und nett halt so reinschleimermäßig rede, ne? Das finden auch das Team relativ ganz gut, gibt ein 1% drauf, weil ich an das Team glaube. Die Medien finden das uninteressant, die bleiben bei 33%. Aber jetzt kommen wir zum Knaller, weil die zweite Antwortmöglichkeit ist, ich werde es den Fans schon zeigen. Am Ende werden sie mich lieben. Das ist schon sehr aggressive Aussage gegenüber den Fans. Und wenn ich die dann auswähle, achtet mal, guck mal hier. Jobsicherheit beim Fan, knattert runter. Fanbeliebtheit bei 24%. Das finden die einfach überhaupt nicht geil, wie ich über die Fans rede. Aber das Team steigt in Moral und Vertrauen von einem gelben Bereich in einen hellgrünen Bereich, weil ich einfach dem Team so glaube und richtig eine Ansage mache. Und das ist auch noch gefundenes Fressen für die Medien, wenn ein Trainer so eine krasse, aggressive Aussage macht. Deswegen steigen die Medien von 33% auf 40%. Könnt aber auch jetzt die dritte Antwort nehmen. Die Fans schätzen mich komplett falsch ein. Ich sehe viel Potenzial in der Mannschaft, wir packen das. Das ist eben etwas, was die Fans auch nicht so toll finden. Deswegen ist die Fanbeliebtheit jetzt auch nicht wirklich besser geworden mit 25%. Aber einige Fans sagen, ja, das ist jetzt okay, wenn er so über uns Fans denkt, aber er sieht Potenzial in dieser Mannschaft, das finde ich toll. Deswegen Jobsicherheit bleibt bei 76%. Und die Medien finden das auch ganz okay mit 36%. Und guckt euch mal an, das Vertrauen und Moral in dem Team gleich am Anfang der Saison bei 60% von 100. Wie geil ist das denn? Könnten wir natürlich auch diese Frage beantworten.
antworten und schon haben wir es geschafft, unsere erste individualisierte Pressekonferenz abzuschließen und haben dann ein bestimmtes Ding. Natürlich bewegt sich das alles sehr, sehr, sehr viel. Im Endeffekt hat das aber dann nicht so einen großen ausschlaggebenden Punkt. Ich habe das jetzt mal ein bisschen dreister einfach nur zum Demonstrieren gemacht. Natürlich wird das jetzt nicht immer so viel bewegen. Und wenn das dann durch ist, die Pressekonferenz, und wir gehen wieder bestätigen das Ganze und gehen wieder im Büro zurück, dann wird sich auch dieses Feld hier sofort anpassen. Mit den Berechnungen von diesem hier wird sich das Feld hier anpassen. Nochmal, liebe Freunde, nur zum Ende dieses Videos. Individualisierte Pressekonferenzen, die Arten von Antworten, die Spielendergebnisse sowie die Saisonhauptziele. Diese 3 Faktoren definieren den größten Schwung und Veränderung in diesen Bereichen. Die anderen Bereiche alle können auch was verändern, aber nur minimal mal 1%, mal maximal 3%, aber nicht so viel. Nur die individualisierten Pressekonferenzen, die Spielendergebnisse und die Hauptsaisonziele, die definieren ausschlaggebend diese Situation, zumindest was der Vorstand und was die Fans angeht, das ist das Wichtigste von allem. Das war's mit diesem Teil. Wir sind also schon fast bei der Hälfte jetzt. Teil 6 wird auch wieder mega geil. Die Jugendarbeit mit neuen Wegen oder neuen Möglichkeiten, kann man auch sagen. Lasst einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Dann sehen wir uns hier mit Teil 6. Klickt ihn einfach an. Bis dahin, ciao.